Hallo und herzlich willkommen zum Teil 3 in den ersten Schritten des Stahlbaus. Wir haben ja jetzt im ersten Schritt oder in den ersten 2 Teilen das Carport modelliert und jetzt möchte ich zu den Auswertungen kommen. Dazu ist es für mich speziell bei der Rinne wichtig, dass die Bleche eine Vorderansicht für die Werkstättenzeichnung bekommen. Das heißt, man sieht es hier an diesen Würfel. Jetzt wäre die Vorderansicht die obere Seite. Dies möchte ich aber manuell ändern. Dazu kann ich hier die Vorderansicht wählen für alle Rinnen. Und wenn ich jetzt den Würfel nochmal anschaue, dann wäre das jetzt die Vorderansicht für die Werkstättenzeichnung. Dies hat nur einen Einfluss auf die Werkstättenzeichnung. Bei Träger oder sprich Trägerkonstruktionen, da ist es fix, da kommt nämlich die Ausrichtung der Werkstättenzeichnung vom sogenannten Baugruppenhauptteil. Im nächsten Schritt möchte ich aber noch, dass diese Rinne zusammengeschweißt wird, das heißt, ich muss hier noch eine Baugruppe bilden. Baugruppe ist eigentlich als Schweißbaugruppe zu sehen. Rinne mit Ablauf, ich gebe dieser noch einen Namen. Kann hier auch noch Verwendungsarten definieren. Diese Verwendungsarten sind im Grunde genommen für die Werkstättenzeichnung nötig. Diese Verwendungsarten können auch von Ihnen selbstständig erweitert und geändert werden. So, als nächstes schaue ich mir noch die Struktur an und ich kann hier zum Beispiel auch noch bei den Trägern nachsehen, ob diese Verwendungsarten drauf haben. In diesem Fall sieht man es, haben die Verwendungsart Zusammenbauträger, was bei Trägerkonstruktionen im Regelfall sehr schöne Zeichnungen hervorbringen. So, das heißt, mein Modell wäre dahingehend fertig und jetzt wechsle ich als erstes in mein Blattbereich. HiCAD ist mir als erstes in die Draufsicht gegangen. Diese kann ich jetzt natürlich manuell weiter bearbeiten und könnte jetzt im ersten Schritt einen Zeichnungsrahmen hinzufügen. Im ersten Schritt ändere ich die Darstellung und möchte hier jetzt nicht wie im ersten Video mit 4 Standardansichten arbeiten, sondern möchte diese manuell definieren und ablegen. Man sieht hier noch, dass ich hier die Option für nur aktive Ansicht eingeschaltet habe, was ich jetzt wieder deaktiviere. Jetzt möchte ich auch noch einen Schnitt haben, wo ich den Grundriss sehe. Dazu wähle ich wieder mit dahinterliegenden Teilen und habe hier sofort auch meine Schnittansicht. Ich kann natürlich hier jederzeit die Bemaßung auch ergänzen, sprich ich möchte hier die Achsmaße des Trägers haben. Hier habe ich den falschen Punkt erwischt, das heißt, ich kann diesen natürlich auch jederzeit abändern, wenn ich so wie in diesem Fall den falschen Punkt erwischt habe. Jetzt habe ich wieder den falschen erwischt. So, das heißt, ich habe hier meine Ansichten. Ich möchte noch ein Detail aus einer Grundplatte erzeugen. Möchte hier den Maßstab gleich größer machen, sprich oder beziehungsweise kleiner machen, so muss man richtigerweise sagen. Ich möchte auch von einem gewissen Bereich, sprich vom Knotenpunkt, ein Detail Kugelquader erzeugen. Das heißt, ich gebe hier den Mittelpunkt an, ziehe diesen Quader auf meine gewünschte Größe, definiere wieder meinen Maßstab
und lege diesen hier ab. So, jetzt ist es wichtig zu wissen, dass alle diese Ansichten dreidimensional sind. Ich ziehe die noch ein bisschen nach oben. Sprich, ich kann diese natürlich hier auch in schattierter Ansicht darstellen oder auch in 3D ziehen. Sehr oft nutze ich natürlich auch hier verschiedenste Möglichkeiten der Sichtbarkeit. Das heißt, ich möchte hier diese Teile in dieser Ansicht transparent schalten, um besser dahinter reinzusehen. Selbst dieses Detail ist dreidimensional. Man sieht es eher, wenn man es schattiert. Ich kann natürlich hier auch dies in dieser Darstellung lassen und mir dieses Detail so ziehen, wie ich es für nötig halte. Ich kann natürlich hier auch noch die tangentiellen Darstellungskanten darstellen, damit dies optisch ein bisschen besser aussieht. So, als nächstes muss ich natürlich hier auch noch meine Ansicht definieren, sprich meinen Planinhalt. Da ich dies mit Helios gemacht habe, muss ich hier zum Beispiel meine Werte eingeben. Sobald ich diese Werte eingegeben habe, habe ich hier die Möglichkeit, dies zu aktualisieren und dies wird mir hier auch sofort mitgeschrieben. So, der nächste Schritt wäre die Gleichteilsuche. Das heißt, HiCAD unterstützt mir natürlich eine automatische Gleichteilsuche. Diese kann ich hier über Konstruktion starten. Hier, wenn ich auf die automatische Gleichteilsuche klicke, würde mir hier die Gleichteilsuche starten. Ich möchte jedoch die mit Optionen, sprich ich möchte in den Dialog reinkommen, um Ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Dazu habe ich mir einen Filter definiert, welcher mir auch hier in diesem Fall Positionstexte generiert. Diese Positionstexte sind in diesem Fall so, dass Baugruppen ein BG davor bekommen, Profile bekommen ein PR davor und Bleche zum Beispiel ein BL. Und das geht natürlich so weiter, das Glas GL und so weiter. Dies kann natürlich komplett manuell definiert werden und mit OK hat mir HiCAD hier meine Gleichteilsuche erzeugt. Die sieht man hier an den Teilen, wenn ich eines anklicke, an diesen Nummern. Alle gleichen Teile bekommen natürlich die gleichen Positionsnummern und HiCAD fasst mir dies dann natürlich zusammen. Der erste und meistens auch einer der zentralsten Schritte ist die Stückliste. Dazu kann ich hier auf die Stückliste klicken, könnte hier im ersten Schritt unterschiedlichste Varianten und Stücklistenvorlagen auswählen. Jedoch möchte ich diese einfach mal in den Report Manager übergeben und dies mache ich hier mit OK. Jetzt werden mir alle Werte in die Stückliste erzeugt und man sieht hier auch schon eine zusammengefasste Liste. Der beste Weg ist natürlich immer ans Excel übergeben. Dazu brauche ich einfach nur auf den Knopf drücken und HiCAD erzeugt mir meine Excel-Liste. So, diese Excel-Liste ist in unterschiedliche Registerkarten, sprich Tabellenblätter, aufgeteilt. Man sieht hier eine Strukturliste, welche alle Baugruppen mit den dazugehörigen Einzelteilen und Schrauben definiert. Eine Mengenliste, wo alles nach der Positionsnummer sortiert ist. Eine Liste, wo alle Profile zusammensummiert worden sind. Eine Liste zum Sägen, wo man auch die Anschnittsymbole sieht. Diese Liste ist nur für Bleche. Dann gibt es natürlich noch Listen für Kantbleche, wo man auch die Bleche mit dem Querschnitt sieht und das in unterschiedlichen Varianten. Wichtig ist oft die Schraubenliste, wo natürlich alle Schrauben drinnen sind und auch die Versandliste. Die Versandliste, wo die Baugruppen mit Bildern verwendet werden, wo man auch nach dem Zusammenbau für den Versand sehr gut nutzen kann, aber auch für den Verzinker. Es gibt diese Liste auch noch in Kurzform, wo nur die Nummer plus dem Bild
vorhanden ist, und danach gibt es noch die Profilstabliste. Diese Profilstabliste ist eigentlich eine Optimierung, wo ich sehe, zum Beispiel beim HRA 180 muss ich eine Stange also mit der Positionsnummer 100 zweimal schneiden, und damit ist diese Stange ausgenutzt. Also eine Profilstaboptimierung. Und zum Schluss noch gibt es die Zusammenfassung, das heißt, was muss ich hier in diesem Fall bestellen. Ich kann aber natürlich auch diese Excel-Liste unterscheiden in einer Mengenliste und einer Strukturliste, und diese kann natürlich auch auf dem Plan exportiert werden. Somit habe ich auch sofort eine Liste auf dem Plan. Ich sehe jetzt, dass ich hier die Positionsnummer nicht sortiert habe, das heißt, ich klicke einfach einmal drauf und klicke nochmal auf HiCAD, und somit ist auch die Stückliste sofort nach den Positionsnummern sortiert. So, in diesem Fall habe ich hier die ersten Schritte gemacht. Natürlich kann ich hier auch jederzeit die Teile beschriften lassen, was ich hier nach verschiedensten Kriterien machen kann. Entweder habe ich hier die Möglichkeit, einen mir vordefinierten Filter für die Positionsnummer oder eine Beschriftungsvorlage, so muss ich richtigerweise sagen, oder ich kann nach einem Teiletypen definieren, wo ich hinterlegen kann, nach welchen Kriterien sollen die Teile beschriftet werden. Das heißt, ich brauche im Prinzip einfach nur die Teile anklicken, so wie ich sie brauche, und habe jegliche Information, was ich auch weiterhin ganz einfach editieren kann am Plan. Diese Stückliste, also diese Beschriftung, ist ganz einfach zu editieren. Über die Attribute kann ich manuell beeinflussen und diese mir auch ganz einfach hinterlegen. So, der nächste Schritt wäre natürlich die Zeichnung. Dazu muss ich hier einmal auf Speichern klicken. Da ich ja mit Helios arbeite, werden hier meine ganzen Artikelstämme und Zeichnungen erzeugt. Und ich habe jetzt hier in dem Ribbon Zeichnungsverwaltung die Möglichkeit, auf Zeichnung zu klicken, und hier werden mir alle Zeichnungen aufgelistet oder alle Teile, welche noch keine Zeichnung haben, aufgelistet. Ich werde hier einfach mal ein paar Profile nehmen, um einfach ein bisschen zu sehen, also Profile, Bleche, ein, zwei Baugruppen, um einfach mal ein bisschen zu sehen, was hier kommt. Bei mir ist es so eingestellt, dass jedes Einzelteil auf einen Plan kommt und jede Baugruppe auf einen Plan, damit ich auch die Nachverfolgbarkeit der ganzen Teile einfacher gewährleisten kann. Man sieht hier auch links unten, dass es bei mir auch eingestellt ist, dass der Maßstab an die Rahmengröße angepasst wird. Sprich, ich habe meine Rahmengröße vordefiniert für die einzelnen Teile, und HiCAD sucht mir den bestmöglichen Maßstab aus. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich kann natürlich auch sagen, gewisse Teile sollen auf einen fixen Maßstab kommen. Dies macht man vor allem dann, wenn ich viele Einzelteile auf einem Plan habe. Dann gibt man an, okay, es soll zum Beispiel alle Träger sollen im Maßstab 1:10 und alle Bleche im Maßstab 1:5 auf dem Plan kommen. In diesem Fall, bei diesem Profil 102, ist es so, das hat man jetzt ganz kurz gesehen, dass ich hier eingestellt habe, leg mir dies auf ein A4, und der Maßstab ist für das natürlich jetzt einfach viel zu groß. Das heißt, ich nehme dieses Profil, kann natürlich jederzeit, da es ja mit HiCAD und Helios verknüpft ist, in die Werkstättenzeichnung springen und dies nachträglich abändern, weil dies ja auf den Maßstab, also auf den Rahmen A4 gekommen ist und dies natürlich jetzt viel zu klein ist. Dazu kann ich hier ganz einfach hergehen und sagen, okay, dieses Profil will ich nicht auf A4 haben, sondern auf A3 als Beispiel, und der Maßstab soll trotzdem angepasst werden.
Links unten sieht man, dass wie der Maßstab jetzt nach unten springt. Und dies macht hier im Prinzip einfach nur, dadurch es so viele Bohrungen gibt, diese werden hier beschriftet. Ich kann natürlich hier auch hergehen und sagen, okay, ich möchte hier diese Bohrungen nicht beschriften. Das kann ich hier jederzeit einzeln oder individuell einstellen. Im Normalfall ist es als Standard drinnen, nur in diesem Fall bei diesem Träger ist dies eher extrem verwirrend. Durch Speichern ist es so, dass hier die Datei wieder natürlich gespeichert wird und mir hier auch automatisch mein PDF erzeugt wird. Sprich, wenn ich hier mein Projekt im Helios ansehe, sehe ich hier auch mein PDF, zum Beispiel die 102. Wenn ich hier in die Vorschau dieses PDFs gehe, dann sehe ich auch sofort, dass dieses PDF sofort aktuell ist. Wichtig dabei ist auch, man sieht hier auch sofort, zu welcher Baugruppe gehört dieses Einzelteil. Deswegen ist auch für mich eines der wichtigsten Punkte, warum ich dies so gern habe, dass jedes Einzelteil auf einem Plan ist, weil ja die Plannummer, zum Beispiel BR102, zugleich auch die Positionsnummer ist. Somit finde ich meine Teile wesentlich einfacher zusammen. Ich kann natürlich hier, wenn ich weitere Optionen der Zeichnung hernehme, hergehen und sagen, ich möchte eine gewisse Baugruppe, in diesem Fall nehme ich diese Baugruppe her und diese Teile, ich möchte hier aktive Baugruppe inklusive Nebenteile, möchte ich hier diese Teile oder ich möchte hier diese auf einzelnen Stücklistenzeichnungen machen. Somit werden mir hier alle Teile, welche zu dieser Baugruppe gehören, auf den Plan gelegt und somit hat diese Baugruppe samt der ganzen Einzelteile die Pläne. Der nächste Schritt, den ich hier noch ein bisschen zeigen möchte, ist das, wenn ich hergehe und sage, gewisse Teile sind fertig, dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, über die Werkstättenzeichnung mir vorher anzusehen, ob diese Werkstättenzeichnung für diesen Träger richtig ist und kann mir hier zum Beispiel auch sagen, dieser Träger wäre freigegeben. Jetzt werden mir durch diese Freigabe alle nötigen fertigungsrelevanten Daten erzeugt und HiCAD hat mir dieses Teil auch gesperrt, was für mich für die weiteren Bearbeitungen natürlich sehr wichtig ist, da dieses Teil ja fertig ist. Das heißt, wenn ich hier noch eine Änderung machen möchte, weil ich etwas vergessen habe, dann kann ich dies hier nicht machen, da dieses Teil gesperrt worden ist. Ich habe natürlich jederzeit die Möglichkeit, dies zu ändern und wenn ich hier auf Änderung klicke, dann kann ich hier meinen Änderungstext, sprich Indextext definieren und HiCAD erzeugt mir von diesem Teil wieder einen Index, legt dies wieder in den Arbeitsschritt in Arbeit und somit kann ich diesen Träger wieder jederzeit weiter bearbeiten. Somit habe ich auch die Kontrolle, damit ich, wenn ich Teile in die Fertigung gegeben habe, immer den aktuellen Stand habe. Dies war natürlich nur ein sehr kleiner und kurzer Einblick, wie der Arbeitsablauf sein kann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und können daraus einen Mehrwert erzielen.